Aber Gabriella geht's nicht so gut. Ich habe ihr versprochen, dass wir uns noch mal im No Limits treffen. Wie lange? Nicht so lange. Ich beeile mich, ja? Okay. Caracas kann man nicht beschreiben. Man muss schon da gewesen sein. Wahrscheinlich. Wenn du willst, zeige ich's dir. Mein einziger Trost ist, dass Henning mir unfreiwillig das Leben gerettet hat. Das wird zumindest Christoph ärgern. Sind Sie sicher, dass er Sie nicht mit Nils in Verbindung bringen wird? Und wenn schon, dazu braucht er Beweise. Und die hat er nicht. Hier ist die Glühbirne für die Lavalampe. Millie hat's in der Kneipe vergessen. Du bist doch sowieso gleich mit Millie verabredet. Nee, wie kommst du denn darauf? Wir haben uns doch heute Nachmittag schon gesehen. Aber Millie hat doch gesagt, dir geht's schlecht. Mir? Ja, dass du irgendein Problem hast. Da musst du was falsch verstanden haben. Naja, Millie hat dir bestimmt erzählt, welche Probleme wir hatten, die passende Glühbirne für die Lavalampe zu finden. Ja, warum sollte sie sich dann mit dir treffen? Millie dachte bestimmt, dass ich die Glühbirne mitnehme. Und dass wir uns treffen, damit sie holt. Da habe ich Millie wohl total falsch verstanden. Sieht so aus. Ach so, möchtest du was trinken? Nee, danke. Ich muss los. Wir sehen uns. Okay. Ciao. Schönen Abend noch. Erinnern Sie sich an die Worte von Nils. Wie einem Sommerfalter gleich, der goldene Düfte inhaliert. Ja. Wenn Sie in Zukunft diese Worte hören werden, fühlen Sie sich wie ein Schmetterling. Behaglich, glücklich und wohl. Haben Sie mich verstanden, Barbara? Ja. Wenn ich jetzt bis 5 zähle, werden Sie aus der Hypnose erwachen. Sie werden sich an nichts erinnern. 1, 2, 3, 4, 5. Ist was passiert? Nein, es ist alles in Ordnung. Wie einem Sommerfalter gleich, der goldene Düfte inhaliert. Was ist denn? Jemand hatte einen posthypnotischen Befehl bei Ihnen verankert. Wie bitte? Jedes Mal, wenn Sie eine bestimmte Wortkombination gehört haben, gab Ihr Unterbewusstsein den Befehl, den Sprecher anzugreifen. Ich war also wirklich nicht verrückt. Nein, nein. Für Ihr Verhalten gab es eine ganz normale Erklärung. Gott sei Dank. Dieser Krohr hat unverantwortlich gehandelt, indem er den Befehl verankert hat. Man sollte diesem Kerl das Handwerk legen. Nicht nur ihm. Tja, und so bin ich drauf gekommen, nach Venezuela zu fahren. Also, dass sich Gabriella darauf eingelassen hat. Ich bin verrückt. Oh, hi. Hi. Ich habe Nina gerade von unseren Reiseplänen erzählt. Wann soll's denn losgehen? Steht noch nicht fest. Sag mal, ist Millie noch mal hier gewesen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Wieso, was ist mit ihr? Frauensache. Ah, typisch Weiber. Erst einen neugierig machen und dann nichts erzählen. Das sagt der Richtige. Ich hätte auch gern mehr über eure Reise gewusst. Wisst ihr denn schon, was ihr euch angucken wollt? Nee, dazu hatten wir noch keine Zeit. Naja, wir können uns ja jetzt zusammensetzen und einfach mal eine Reiseroute erstellen. Aber ich muss erst den Bescheid von der Uni abwarten, ob ich noch einen Studienplatz bekomme. Dementsprechend müssen wir nämlich wieder hier sein. Ja, aber wir können uns ja schon mal eine Strecke raussuchen. Jetzt nicht, ich muss Millie suchen. Okay, wenn du keine Lust hast, sag's doch. Gibst du dann Ruhe? Also, so kommt ihr noch nicht mal bis zum Flughafen. Naja, wenn du Millie siehst, grüß sie von mir und sag, sie soll sich bei mir melden, okay? Ciao. Ciao. Machst du mir eine Cola? Klar. Oh, kennt ihr euch eigentlich schon? Frank Lewinsky, Daniel Fritsche. Ach, du bist Tillmanns Neffe. Hi. Ja, ist traurig, was mit ihm passiert ist.
Sag mal, Frank, was für Impfung braucht man eigentlich für Venezuela? Keine Ahnung. Ich gehe morgen zum Arzt und will mich mal informieren. Du willst nach Südamerika? Ja, zwar bald. Und warum Lateinamerika? Ist eine lange Geschichte. Mili, da bist du ja endlich. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Hauptsache, du bist jetzt da. Und, geht's Gabriella wieder besser? Also habt ihr eine Lösung für ihr Problem gefunden, ja? Ja. Und worum ging's, oder möchtest du nicht drüber reden? Das wäre mir lieber. Prima. Dann können wir ja da weitermachen, wo wir vorhin aufgehört haben. Sei mir nicht böse, aber ich habe zu viel anderes im Kopf. Tut mir leid, ich bin in Gedanken immer noch bei Gabriella. Schon okay. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Komm, lass uns schlafen gehen. Ich möchte noch ein bisschen ferngucken, um abzuschalten. Aber du kannst ja schon mal vorgehen. Okay, wie du willst. Schlaf gut. Dahin möchte ich mit dir, oh mein Geliebter, ziehen. Naja, sowas kann einen schon runterziehen. Ja, Ammann war mein Freund. Na, eigentlich mehr als das, nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Ja, geht mir mit Tillmann genauso. Wenn ich daran denke, wie er mir das Boxen beigebracht hat. Ja, reden wir von was anderem. Okay, von was? Zum Beispiel, was hast du vor, wenn du aus Südamerika zurück bist? Eine schlechte Frage, ich habe keine Ahnung. Und was hast du denn bisher gemacht? Naja, eine Zeit lang habe ich Arno auf dem Bau ausgeholfen. Naja, und dann habe ich noch meinen Sozialdienst hinter mich gebracht. Du hast ein soziales Jahr gemacht? Ja, die haben mich verknackt. Ich musste im Park Mülleimer ausleeren und Blätter wegfegen und sowas. Was hast du denn verbockt? Ich hatte einen Piratensender. Ja, ich hatte Ramon damals versprochen, was aus meinem Leben zu machen. Ja, da bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, Moderator zu werden. Jedenfalls wollte mich keiner. Und dann hast du deinen eigenen Sender aufgezogen? Genau, als Dr. Love. Vielleicht hast du mal von dem was gehört. Na, dann war das wohl in der Zeit, bevor du nach Düsseldorf gekommen bist. Jedenfalls haben mich die Bullen erwischt. Irre Geschichte. Ja, erzählen wir was anderes hin. Zum Beispiel, was hast du vor, wenn du aus Südamerika zurück bist? Ja, ob du es glaubst oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Du Miststück. Sie können gehen. Ich habe dir ja einiges zugetraut. Aber das... Beruhige dich, meine Liebe. Sonst erleidest du noch einen Rückfall. Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Im Gegenteil. Zum ersten Mal seit Monaten bin ich völlig klar. Würdest du mir dann bitte erklären, was dein Auftritt soll? Tu nicht so unschuldig. Du hast versucht, mich wahnsinnig zu machen. Aber was redest du denn da? Du hast diesen Crow gekauft, damit er mich hypnotisiert. Also doch ein Rückfall. Barbara! Christoph, gut, dass du kommst. Deine Frau dreht gerade völlig durch. Du solltest... Halt den Mund! Wie redest du denn mit mir? So wie du es verdienst. Komm. Jene von der Uni. Ja, du mach schon auf. Ich hab ihn nicht da studiert! Ich hab ihn! Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere! Was die anderen wohl sagen? Ach, die freuen sich bestimmt. Alle, außer einem. Naja, Frank und ich können doch trotzdem nach Venezuela fahren. Ich habe erst in ein paar Wochen Vorlesung. Dann habt ihr ja noch genug Zeit. Genau. Und wenn wir wieder zurück sind, dann suche ich mir eine Studentenwohnung. Du wohnst hier, solange du willst. Hm? Danke. Hallo? Guten Tag, spreche ich mit Dr. Klaus Krohr?
Ja, was kann ich für Sie tun? Hinzenberg, Psychosomatisches Institut Düsseldorf. Wir haben in einigen Wochen einen Kongress bei uns. Psychologie, die Macht des Unterbewusstseins. Das klingt ziemlich allgemein. Wir wollen ein breites Publikum ansprechen. Mit einem allzu diffizilen Thema würden wir, um es mal ganz salopp zu sagen, unsere Nicht-Psychologen abschrecken. Und was wollen Sie von mir? Sie als Redner engagieren. Oh, wie haben Sie sich denn meine Rede vorgestellt? Oh, wissen Sie, das lässt sich am Telefon ganz schlecht sagen. Leider bin ich gerade auf dem Weg zu einem Termin, sonst hätte ich vorgeschlagen, dass wir uns treffen. Und wie wäre es am späten Vormittag? Sagen wir so gegen 11? Ja, das wäre mir recht. Gut, dann komme ich zu Ihnen in die Praxis. Einverstanden. Gut, bis dann. Ich hättest du überzeugt. Der Anfang ist gemacht. Na gut, dass er deine Stimme nicht erkannt hat. Wie sollte er? Wir haben doch damals kaum miteinander gesprochen. Ich kann es noch gar nicht fassen, dass Clarissa mich wahnsinnig machen wollte. Ja, und um ihr Ziel zu erreichen, war ihr jedes Mittel recht. Aber diesmal hat sie einen Fehler gemacht. Und wenn Kroa nicht gegen sie aussagt? Er wird so geschockt sein, dass er alles zugibt. Und dann haben wir Clarissa in der Hand. Erst bricht Nils aus der Anstalt aus und nimmt mich als Geisel. Und dann geht Barbara auf mich los. Tut mir leid, dass ich nicht zugegen war und dass ich Ihren Hinweis auf Herrn Petersen am Telefon nicht verstanden habe. Unwichtig. Die Frage ist, was unternehmen wir wegen Kroa? Herr von Anstetten wird bestimmt Kontakt zu ihm aufnehmen. Dieser Mann macht mir Schwierigkeiten, seit ich ihn geheiratet habe, aber egal. Kroa stellt den größten Risikofaktor dar. Wir befürchten, er könnte die Fronten wechseln. Wenn Christoph ihn zu sehr unter Druck setzt? Leider nur die Mailbox. Mist. Nichts funktioniert. Und dann gehören Dr. Kroh und Dr. Warnig auf unsere Seite. Hältst du deine Vorgehensweise wirklich für so geschickt? Indem du die beiden zur Rede stellst, gehst du das Risiko ein, dass du Clarissa an deine Pläne einweist. Na, wenn schon. Sie kann sich ohnehin denken, dass ich die Sache nicht auf sich beruhen lasse. Vielleicht solltest du genau das tun. Christoph, zurzeit ist Clarissa wachsam. Wenn du noch einige Zeit wartest, wird sie unaufmerksam und unvorsichtig. Ja. Deine Chance, sie empfindlich zu treffen, ist dann umso größer. So gesehen hast du ja recht. Aber ich muss handeln, bevor sie alle Zeugen zum Schweigen bringt. Das hat sie doch bestimmt schon längst getan. Sie ist geschockt und muss sich erst erholen. Und sie ist verunsichert. Und das muss ich ausnutzen. Guten Morgen. Hi. Was machst du denn schon so früh hier? Sieht man das nicht? Sag mal, hat deine schlechte Laune was damit zu tun, dass Millie vor dem Fernseher eingeschlafen ist statt bei dir? Du bist echt ein Blitzmerker, Nick. Was ist denn gestern noch passiert? Millie musste noch mal zu Gabriella. Und das klingt nach Schatz, heute nicht, ich hab Migräne. Haha. Entschuldige, war ein blöder Witz. Ja, aber leider sehr treffend. Hat sie vielleicht gedacht, dass du nur deinen Spaß haben willst? Ich habe total viele Kerzen im Schlafzimmer angemacht. Ich habe eine Flasche Wein kalt gestellt. Das klingt doch romantisch. Ja, so romantisch, dass sie gleich die Flucht ergriffen hat. Soll ich mal mit ihr reden? Wenn sie noch nicht mit mir schlafen will, dann soll sie mir das offen sagen. Sonst hat sowieso keinen Zweck. Toll, dass es geklappt hat. Ja, ich bin auch total froh, dass ich noch einen Studienplatz bekommen habe. Ich hatte schon Angst, dass du zurück nach Venezuela musst, von der Reise mal ganz abgesehen. Hey, darüber brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Es gibt da aber andere Dinge, über die du nachdenken solltest. Dein Verhältnis zu Uli. Wolltest du ihm nicht sagen, dass du noch nicht mit ihm schlafen willst? Woher weißt du, dass ich noch nicht mit ihm geredet habe? Ja, logische Schlussfolgerung. Ja, warum sonst hättest du ihm erzählt, dass wir verabredet waren? Uli war bei dir? Nein, ich war hier, um dir die Glühbirne zu bringen, die du in der Lümitz vergessen hast. Scheiße! Guten Tag, Herr Doktor.
Ach, Frau von Anstetten. Ich habe leider gerade einen wichtigen Termin. Wenn Sie gehört haben, was ich Ihnen zu sagen habe, dann wird Ihnen Ihr Termin gleichgültig sein. Sie werden eine Zeit lang untertauchen. Ich verstehe nicht ganz. Das müssen Sie auch nicht. Ich leite alles Nötige in die Wege. Hat jemand bei Barbara von Anstetten den posthypnotischen Befehl entdeckt? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe alles unter Kontrolle. Die Sache kostet mich meine Existenz. Vor allem, wenn Sie nicht tun, was ich Ihnen sage. Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich wüsste, wir kommen ins Geschäft. Bitte. Hi, wo kommst du denn schon so früh her? Vom Arzt. Ja? Und jetzt willst du einen heben, um dich von deinen starken Schmerzen zu erholen, ne? Mach mir einen O-Saft. Ja, du bist ja prima drauf. Möchte ich mal sehen, wenn man dir zu einer einstelligen Uhrzeit Spritzen gegen Typhus, Hepatitis A und Gelbfieber verpasst. Ja, kommt ganz drauf an. Wenn es eine süße Schwester ist. Ja. 1,80 groß, 100 Kilo schwer, Doppelkinn, 3 Tage Bart. Na, immerhin bist du jetzt bestens für Venezuela gewappnet. Dafür ist mir auch kein Opfer zu groß. Warum fährst du nicht eigentlich auch nach Rio? Oder Argentinien? Oder Australien, Amerika, Madrid. Na, im Ernst, du könntest die Weltreise weitermachen, die du mit Ramon angefangen hast. Und wer bezahlt mir den Spaß? Schon mal was von Arbeiten gehört? Bis ich die Kohle zusammen habe, bin ich Rentner. Du könntest doch unterwegs jobben. Also eigentlich wollte ich unter Palmen liegen und mich so richtig verwöhnen lassen, aber wenn man das gegen richtig harte, ehrliche Arbeit eintauschen kann. Nein, im Ernst. Hast du noch nie daran gedacht, Kapital aus dem zu schlagen, was du kannst? Und was kann ich? Herumlabern. Und zwar mit großem Erfolg, wie du als Radiomoderator bewiesen hast. Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Guten Tag, Herr Dr. Warner. Tut mir leid, dass Ihnen ein Patient meiner Anstalt solche Unannehmlichkeiten bereitet hat. Leider wissen wir noch immer nicht, wie Herrn Petersen die Flucht gelingen konnte. Wissen Sie es nicht oder wollen Sie es mir nicht sagen? Was wollen Sie damit andeuten? Petersen ist Teil einer Intrige. Und Sie müssen eingeweiht sein, sonst hätte man seinen Tod nicht so inszenieren können. Tut mir leid, aber Sie müssen deutlicher werden. Vor einiger Zeit hat mich einer Ihrer Mitarbeiter vom Selbstmord Petersens in Kenntnis gesetzt. Ein paar Tage später wurde er beerdigt und sein Pfleger war auch da. Herr Fürmann? Ja, ich weiß nicht seinen Namen, aber ich muss dringend mit ihm reden. Ich auch. Aber das ist leider nicht möglich. Herr Fürmann hat völlig überraschend gekündigt. Clarissa. Dann geben Sie mir seine Adresse. Einen Moment, bitte. Ach, Mist. Komm, Uli, lass mich das machen, ja? Tut mir leid, ich muss die ganze Zeit an Milli denken. Schon okay. Ich muss dir wohl was erklären. Wenn es an mir liegt, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe? Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Ich wollte dir nicht wehtun. Hast du aber. Ich weiß. Milli, warum hast du mir nicht einfach gesagt, dass du noch nicht mit mir schlafen willst? Ich wollte ja. Ich konnte nicht. Was, mit mir reden oder mit mir... Mir ist alles wieder hochgekommen, was nach meinem ersten Mal passiert ist. Die Fehlgeburt, Steffi. Du hast Angst, dass sich alles wiederholt. Es ist idiotisch, ich weiß. Aber es ist so. Warum hast du nicht mit mir darüber geredet? Ich wollte dich nicht verletzen. Ich habe doch gemerkt, wie sehr du es dir gewünscht hast. Wenn du es nicht willst, dann will ich es auch nicht. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich möchte mit dir zusammen sein. Auch wenn ich dich angelogen habe. Ja, aber ab jetzt keine Geheimnisse mehr. Versprochen. Ach so, wegen Nick. Ich meine, wir können natürlich Nein, das ist nicht nötig. Das mit Nick ist vorbei. Ich kann es gar
gar nicht abwarten zu studieren. Genießt die Zeit an der Uni, nachher hast du nur Stress. Okay, dann wünsche ich euch einen stressfreien Arbeitstag. Danke. Ciao. Okay, das nächste Mal rufst du vorher an, bevor du die Tür aufmachst, okay? Ja, bis heute Abend. Lass bitte die Tür auf, ja? Da kommt noch jemand. Was hältst du von Australien? Toll, aber... Oder Kalifornien? Japan? Frank, hast du Fieber? Lass uns doch einfach hinfahren. Ich meine, danach, wenn wir Venezuela besucht haben. Ich soll mitkommen? Mach dir keine Sorgen um die Knete. Daniel hat mich auf die Idee gebracht, wie wir während der Reise Geld verdienen können. Hallo? Das hier ist übrigens Daniel. Kann ich mir irgendwo mal die Hände waschen? Sag mal, hat deine Karre jetzt genug Öl? Ja, für die nächsten 5000 Kilometer reicht's. Hallo? Hallo? Schlechte Nachrichten. Herr Fürmann ist mit unbekanntem Ziel verzogen. Wie bitte? Ich bedauere das alles sehr. Dennoch muss ich entschieden betonen, dass ich keine Ahnung von den Ereignissen hatte. Als Anstaltsleiter sollten Sie wissen, was in Ihrer Klinik passiert. Sie haben recht. Allerdings muss ich meinen Mitarbeitern ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Ach so. Ja, ist ja gut. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ja. Ich möchte mit Herrn Petersen sprechen. Ein Gespräch mit ihm wird Ihnen nicht weiterhelfen. Sein Zustand hat sich rapide verschlechtert. Er lebt jetzt in seiner eigenen Welt und ist nicht mehr ansprechbar. Und wann wird er wieder gesund sein? Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostizieren. Aber sollte hier eine Besserung eintreten, muss er ins Gefängnis. Leider kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Vielen Dank für Ihre Mühe. Und entschuldigen Sie die Verdächtigung. Möchten Sie ein Bild haben? Nein, danke. Dann hänge ich es dort auf und Sie können es sich anschauen, wenn Sie wiederkommen. Haben Sie das auch gemalt? Ja, das ist Nils. Und wer ist der andere? Das ist der schwarze Mann. Der hat Nils öfter besucht. Kommen Sie ruhig herein. Ist Clarissa da? Die Gräfin ist außer Haus. Gut für Sie. Sie haben mit ihr zusammen versucht, meine Frau in den Wahnsinn zu treiben. Interessante These. Ich habe einen Zeugen. Clarissas Chancen, diesmal ungeschoren davon zu kommen, sind sehr gering. So sehen Sie die Angelegenheit. Sie haben recht. Clarissa wird nichts passieren. Ihr ist noch nie etwas passiert. Was wollen Sie eigentlich? Clarissa hat immer dafür gesorgt, dass andere ihren Kopf hinhalten. Helfen Sie mir, sie zu überführen. Sonst geht's Ihnen an den Kragen.